Ich habe mir ein Underwater Housing für meine Fujifilm geholt und ich wollte das schon so lange ausprobieren, mal ins Wasser zu gehen, Bilder zu machen und ja, endlich ist es angekommen, aber ich habe ein bisschen Angst, weil das Paket ist so schwer. Und ja, wir machen das jetzt mal gemeinsam auf. Oha. Ach, du meine Güte. Wie riesig ist bitte dieses Case? Boah. Krass. Ja, das ist das Seafrog Underwater Housing für meine Fuji X-T4. Und ihr seht, guck mal bitte, wie groß das ist. Mega. Oh, ich bin so aufgeregt. Okay, ich zeige euch einmal, wie das Housing aufgebaut ist. Also es besteht aus 3 Teilen. Einmal vorne dem austauschbaren Port sozusagen. Ich habe einen Flat Port. Es gibt allerdings auch runde Dome Ports, an denen das Wasser besser abperlt. Dann aus dem Mittelteil hier vorne und hier hinten habt ihr den Deckel zum Aufmachen. Das geht ganz einfach. Es gibt an jeder Seite eine Schnalle. Die müsst ihr einmal hier runter drücken und dann nach oben flippen. So ist es auf der einen Seite auf und das gleiche macht ihr auch auf der anderen Seite. Und hier kommt dann einmal die Kamera rein. Es gibt hier noch einen Zoomring. Den legt ihr eigentlich hier vorne ein, bevor ihr die Kamera einlegt. Und wenn ihr hier an der Seite dreht, dann bewegt sich auch der Ring und so könnt ihr eigentlich zoomen. Allerdings seht ihr, dass der Ring viel zu groß ist für mein Objektiv. Den falschen Zoomring gekauft habt. Deshalb achtet auf jeden Fall drauf, wenn ihr das Gehäuse bestellt, dass ihr den richtigen Zoomring für euer Objektiv habt. Ja, sonst könnt ihr nicht zoomen. Die Kamera einzulegen ist zumindest bei der Fuji X-T4 etwas tricky. Es muss wirklich hier an den Rändern genau passen. So, und wenn ihr merkt, dass es genau gerade drin ist, müsst ihr auf jeden Fall noch einmal gut reindrücken. Genau, welche Funktion habt ihr? Ihr seht, hier habt ihr eigentlich Knöpfe für auch alle Knöpfe, die ihr in eurer Kamera habt. Das Wichtigste ist natürlich, hier vorne schaltet ihr die Kamera ein und aus. Sie hier an dem Hebel an der Seite auslöst. Das funktioniert eigentlich wirklich gut. Also ich kann hier meine Simulation ändern. Ich kann mir hier Bilder angucken. Ja, und habe eigentlich Zugriff auf mein komplettes Menü, was ich hier bedienen kann. Man muss ein bisschen fester drücken, aber das geht. Okay, ready zum Strand zu gehen. Housing, hier meine Flippers und Anzug. Let's go! Ich komme gerade aus dem Wasser und bin auf jeden Fall noch voller Adrenalin und auch ein bisschen aus der Puste. Aber ich wollte kurz mit euch teilen, was meine ersten Erfahrungen sind mit der Kamera im Wasser. Es kommen auf jeden Fall super viele Faktoren gleichzeitig auf einen zu. Also es ist eine ganz andere Art von Fotografie und ganz andere Sachen, mit denen man sich beschäftigen muss. Aber ich glaube, 2 sehr wichtige Faktoren, die stimmen müssen, sind natürlich Licht und die Wellen. Bei meinem ersten Versuch, ich glaube vor 2 Tagen, war das Licht mega. Also wir hatten Sonnenuntergang, das Licht war top. Ich habe Surfer gesehen, dachte, okay, du gehst direkt ins Wasser. Die Wellen waren nicht so ideal, vor allem wenn man gerade anfängt mit Surffotografie. Also sie waren sehr hoch und recht stark. Und ja, ich habe auch gemerkt, dass die Strömung extrem stark ist. Also man muss auf jeden Fall körperlich sehr fit sein und einfach ein guter Schwimmer, weil es kann immer sein, dass man in eine Strömung gerät und ja, so wie ich beim ersten Mal, nicht so easy wieder rauskommt.
Und ja, ich glaube, ich habe an dem Tag auch nur 1, 2 Bilder gemacht, die halbwegs was geworden sind. Ich war wirklich mehr im Kampf mit den Wellen und ja, überhaupt rauszukommen, war super, super schwierig. Und ich habe dann auch abgebrochen, weil ich irgendwie kein gutes Bauchgefühl hatte und mir dachte, nee, also auch gerade für meinen ersten Versuch ist das vielleicht ein bisschen zu heftig. Und heute war es andersrum. Wie ihr seht, die Sonne scheint nicht richtig. Ich bin irgendwie mitten am Vormittag gegangen und es ist ein bisschen bewölkt. Das heißt natürlich auch, dass das Wasser nicht so schön türkisblau glitzert, sondern dass es halt einfach so eine mattere, dunklere Farbe hat. Grau, blau, braun zum Teil. Ich habe die Bilder noch nicht angesehen von heute. Ich kann mir aber vorstellen, dass ich da ein bisschen nachbearbeiten muss. Ja, das Licht war heute nicht ideal, dafür waren die Wellen aber viel, viel besser. Also es war deutlich kleiner. Ich bin viel leichter rausgekommen mit den Finnen und ja, hatte auch nicht das Gefühl, dass ich irgendwie kämpfen muss, sondern dass ich mit dem Ozean zusammen irgendwie arbeite, mich treiben lasse. Ja, und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Bin ich trotzdem noch dabei, ja, überhaupt rauszufinden, wo man sich am besten positioniert. Ich glaube, das ist wirklich das Schwerste, dass du nicht wie an Land dir schnell deine Position irgendwie suchen kannst und die auch statisch bleibt, sondern das Setting verändert sich von Minute zu Minute. Du kannst das Gefühl haben, du liegst gerade sehr gut. Also wenn ich sehe, dass die Surfer nach links surfen, versuche ich mich auch links zu positionieren, damit sie eben auf mich zusurfen. Und das kann vielleicht für 1, 2 Shots gut sein und dann merkst du, dass die Welle auf einmal viel weiter draußen bricht oder viel weiter hinten. Das heißt, du musst dich wieder anders justieren oder dass plötzlich alle Surfer nach rechts paddeln und sie sind natürlich viel schneller mit dem Board als ich mit meinen Finnen. Das heißt, wenn ich hinterher schwimme, kann es sein, dass sie dann schon wieder woanders liegen. Also das Umfeld ist einfach so dynamisch. Ich glaube, das wird besser mit der Zeit. Also ich habe heute schon mal, ja, stand ich einfach am Strand und habe 2 Minuten geguckt, wo die Wellen halt relativ konsistent brechen und wo sich die Leute aufhalten. Ich glaube, die Wellen zu beobachten und die Surfer erstmal eine Weile zu beobachten, ist auf jeden Fall wichtig, um schon mal einen guten Startpunkt zu haben. Aber ja, also wie man sich ideal positioniert, ist wirklich noch eine Challenge. Ich habe heute, glaube ich, deutlich mehr Shots hinbekommen. Und ja, guck mir die Bilder gleich mal an. Und ein letzter Punkt zu heute, den ich auch wirklich gemerkt habe, ist, man muss mit den Surfern kooperieren. Also es ist irgendwie so ja, natürlich ein Zusammenspiel aus den Surfern, Surferinnen und dem Fotografen. Und ich meine, die Leute sind im Wasser und du sprichst vielleicht gar nicht mit denen, aber es ist so ein bisschen eine nonverbale Kommunikation. Also ich habe heute ein paar gesehen, die wirklich auf mich zugesurft sind und ich hatte das Gefühl, die haben mich gesehen, das ist halt mega wichtig. Die sehen, dass ich da liege und Fotos mache und die haben ihr Board unter Kontrolle und wissen auch, wie sie surfen. Das heißt, ich hatte, glaube ich, ein paar coole Interaktionen, wo die Surfer wirklich auf mich zugesurft sind und im letzten Moment halt wirklich auch um mich rum. Und natürlich nicht vergessen, nach dem Schwimmen das Housing immer mit Süßwasser nochmal gut abzuwaschen und dann auch wirklich nochmal alles ein bisschen sauber zu machen, abzutrocknen, dass kein Sand und kein Salzwasser irgendeinen Schaden verursachen kann. Okay, was ich mir noch zusätzlich gekauft habe, ist diese Halterung von Amazon mit den beiden Griffen. Ihr seht, das habe ich hier unten einmal festgeschraubt an dem Underwater Case, damit ich die Kamera wirklich gut im Wasser halten kann. Weil ohne diese Griffe habt ihr wirklich hier an dem Case gar keinen Grip. Also wenn eine Welle kommt, das reißt euch das Case direkt aus der Hand. Und ja, ich kann jetzt nach meinen ersten Schwimmversuchen mit dem Case sagen, das Gewicht macht nichts, weil das Case auf dem Wasser auftreibt. Dadurch, dass Luft eingeschlossen ist, schwimmt das Ganze sogar ein bisschen an der Oberfläche und kann euch helfen, stabil zu liegen. Aber die Griffe sind extrem wichtig. Ich kann euch mal kurz zeigen, ja, wie ich damit agiere. Also wenn ich zum Beispiel tauchen muss oder schwimmen muss, dann und unter einer Welle untertauchen möchte, halte ich es tatsächlich an beiden Händen und schwimme so vorwärts durch die Welle durch. Oder wenn ich eine längere Strecke schwimmen muss, von einem Ende zum anderen, dann liege ich sozusagen so auf der Seite, habe das Case in der einen Hand, den Arm vorne, damit ich auch fühle, wenn irgendwas vor mir ist, und dann paddel ich so mit meinen Flossen an der Seite. So komme ich eigentlich immer ganz gut durchs Wasser. Und dann als zweites, ich finde Must-Have-Accessoire hierfür, habe ich mir noch so ein Wristband geholt.
Das ist, glaube ich, eigentlich für Bodyboarder, um das Board festzumachen. Aber ich habe das jetzt einfach geholt, um sozusagen das Case an meiner Hand festzumachen. Mir ist es zwei Mal passiert, dass das Case wirklich aus meiner Hand rausgeflogen ist. Aber das sollte euch nicht passieren, weil ihr könnt mit diesem Ding andere Leute verletzen. Es kann euch selber gegen den Kopf schlagen, wenn ihr es nicht festhaltet. Deshalb ist auf jeden Fall erste Prämisse, immer das Case eng am Körper halten, nicht loslassen, nicht rumfliegen lassen. Das ist wirklich nur als Notmaßnahme, wenn es doch mal passiert. Aber ihr solltet es so gut wie möglich nicht aus der Hand lassen. Eines der nervigsten Dinge, die ich schon festgestellt habe, sind Wassertropfen vorne auf dem Glas. Gerade bei der Fujifilm, die ja Probleme hat mit dem Fokussieren, nervt das extrem, weil wenn vorne Wassertropfen sind, dann fokussiert die Kamera nicht oder fokussiert eben auf die Wassertropfen und nicht auf die Surfer. Und deshalb ist es mega wichtig, dass es so gut wie möglich vorne abprallt. Ich überlege mir tatsächlich auch noch den runden Domeport zu holen. Ich habe gehört, der soll ein bisschen besser sein. Aber was ihr auf jeden Fall machen könnt, ist das Ganze vorher mit Surfwachs zu präparieren. Genau, das verteilt ihr so ein bisschen auf eurem Glas und dann habe ich hier so ein Mikrofasertuch und versuche das Ganze einzuarbeiten. Ihr wollt natürlich keinen Film haben und keine Reflexion nachher. Also ihr seht, dass das Ganze hier ziemlich reflektiert. Aber wenn ihr das gut verteilt, solltet ihr auf jeden Fall keine Reflexion bekommen. Natürlich gehört zum Equipment auch die Kamera, aber ich habe einfach meine Fuji X-T4 benutzt, auch wenn ich weiß, dass das natürlich nicht die ideale Kamera für Surffotografie ist. Deshalb möchte ich auf den Punkt Kamera eigentlich gar nicht zu tief eingehen. Natürlich solltet ihr eine Kamera haben, die im Idealfall einen schnellen Autofokus hat, was die Fuji X-T4 nicht wirklich besitzt. Ansonsten, glaube ich, könnt ihr jede Kamera verwenden, die ihr gerade habt und schaut einfach, ob es dafür ein passendes Unterwasser-Case gibt. Ich nutze die Fuji X-T4 tatsächlich aktuell im Wasser im kompletten Automatikmodus. Das heißt, die Kamera stellt alles selber ein, sodass ich mich nicht mit ISO, Belichtungszeit etc. beschäftigen muss, wenn ich im Wasser bin, da ich ja aktuell noch lerne. Später, denke ich mal, werde ich sicherlich die ganzen tollen Funktionen, die mir das Seafrog Underwater Housing bietet, auch nutzen können und sicherlich ein paar Einstellungen treffen, aber für jetzt Automatikmodus. Ein paar Einstellungen, die ich trotzdem vorher getroffen habe, ist einmal der Boost-Modus, den ich aktiviert habe. Dadurch soll der Autofokus ein bisschen gepusht werden. Die Reaktionszeit soll sich verkürzen. Ich habe jetzt keinen Performance-Test mit der Kamera gemacht, aber ich dachte, ich stelle einfach mal ein, was geht. Und deshalb habe ich den Boost-Modus aktiviert. Darunter leidet natürlich ein bisschen die Batterie, aber ich muss sagen, bei 1,5 bis 2 Stunden im Wasser habe ich eigentlich keinen Batterieverlust gemerkt. Also es hat auf jeden Fall locker gereicht. Die zweite Einstellung, die mir sehr geholfen hat, ist, dass ich vom Single-Bild-Modus in den Serienbild-Modus gewechselt habe. Dadurch nimmt die Kamera, je nach Kamera, mehrere Bilder pro Sekunde auf. Und ich muss sagen, gerade beim Surfen hat mir das sehr geholfen, dass ich eine Selektion an Bildern habe, gerade wenn jemand einen Cross-Step macht oder bestimmte Sachen auf dem Board, ist es einfach riskant, nur ein Bild zu nehmen. Und mehrere Bilder pro Sekunde haben mir auf jeden Fall eine viel größere Auswahl an Bildern ermöglicht. Ich habe euch ja vorhin gesagt, dass 2 Sachen besonders wichtig sind, um gute Bilder hinzubekommen. Einmal das Licht und auch die Wellen. Und ich dachte, ich zeichne euch das mal eben auf, was ich genau meine. Ich glaube, so ist es besser verständlich. Also nehmen wir mal an, hier ist das Meer. Hier gibt es doch so einen Hügel in San Sebastian. Hier ist das Wasser. Hier ist der Strand. So, ihr wisst, was ich meine. Wenn die Wellen, sage ich mal, von hier kommen und nach dahin wegbrechen, ich kann nicht so gut zeichnen, dann werden die Surfer sehr wahrscheinlich auch hier stehen und auch in diese Richtung surfen. Also mit der Welle sozusagen. Wo könnt ihr euch jetzt positionieren? Entweder ihr könnt euch vor der Welle und dem Surfer positionieren, also ihr steht ungefähr hier,
im Wasser mit eurer Kamera, dann bekommt ihr ein sehr frontales Bild. Das ist natürlich super, wenn die Welle richtig hoch ist und ihr wollt den gesamten Umfang der Welle irgendwie mit aufs Bild bekommen. Was ich daran halt nicht so schön finde, ist, dass es ein bisschen flach wirkt und ihr die gleichen Bilder bekommt, wie jemand, der hier am Strand steht und auch ein Foto macht. Also ihr habt eigentlich irgendwie die gleiche Perspektive und es lohnt sich vielleicht nicht, diese Perspektive im Wasser einzunehmen. Was ihr deshalb gut machen könnt, ist euch wirklich hier am Ende, sag mal so, hier am Ende dieser Welle zu positionieren, sodass der Surfer auf euch zusurft. Und ihr hier den ganzen Weg natürlich schön mitnehmen könnt. In San Sebastian ist es so, dass die Sonne hier untergeht, von dieser Seite. Das heißt, wenn ich jetzt zu Sonnenuntergang fotografiere, dann kommt das Licht von hier und ihr bekommt Backlit-Bilder. Das heißt, der Surfer ist komplett schwarz im Dunkeln, aber das kann auch ein cooler Look sein. Wenn die Sonne aufgeht, hier in San Sebastian, dann bekomme ich morgens richtig gutes Licht, weil das Licht den Surfer direkt anstrahlt und ich so natürlich ihn besonders gut ins Bild bekomme. Wo wir schon beim Stichwort Stil sind. Natürlich ist die Ausrüstung relevant und eine Grundvoraussetzung, um überhaupt ins Wasser zu gehen. Und auch die Erfahrung spielt eine Rolle. Die werdet ihr aber auf jeden Fall sammeln, wenn ihr es einfach ausprobiert und dran bleibt. Ich glaube, was wirklich wichtig ist, sich vorher zu überlegen, welchen Stil möchte ich eigentlich verfolgen. Ich habe mich zum Beispiel aktiv dagegen entschieden, ein riesen Zoom-Objektiv zu holen und mich an den Strand zu stellen, um Performance-Surfer zum Beispiel zu fotografieren, sondern ich wollte auf jeden Fall gerne ins Wasser gehen und so nah wie möglich an den Surfern dran sein. Und mein Ziel ist es auf jeden Fall, nicht nur Surfer zu fotografieren. Also ich habe total Bock auch auf Freediving, auf Models, die unter Wasser shooten wollen und ja, das ganze Thema Meer- und Unterwasserfotografie aufzunehmen. Es gibt auf jeden Fall ein paar tolle FotografInnen, denen ich folge, die genau diesen Stil auch verfolgen, auch mal ruhige Bilder unter Wasser aufnehmen und vor allem analog fotografieren. Und das ist auf jeden Fall auch mein Zielbild und meine Vision. Ich habe zwar digital gestartet, um erstmal reinzukommen und auch zu lernen, aber mein Ziel ist es auf jeden Fall, die Königsdisziplin analog im Wasser zu fotografieren. Und hierbei habe ich mir auch schon eine Kamera ausgeguckt, nämlich die Nikon EOS5. Ich habe viel dafür gehört und auch darüber gelesen und ich habe total Bock, die auszuprobieren. Aber natürlich wollte ich nicht direkt am Anfang 100 Rollen Film verschießen, um letztendlich vielleicht keine Bilder zu bekommen. Und ja, bleibt auf jeden Fall dran. Ich werde das Thema analoge Wasserfotografie auf jeden Fall mal aufgreifen. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.